Warum die richtige Bankenstrategie die richtige Wohnsitzstrategie voraussetzt, darüber wollen wir uns einmal in diesem Video unterhalten. Auch ein kurzer Hinweis in eigener Sache: Wenn auch du damit befasst bist, deinen Plan B aufzubauen, wenn du international Konten eröffnen willst, dein Vermögen international diversifizieren möchtest, dich mit dem Thema zweite Staatsbürgerschaften befasst und auch wie du der ganzen geopolitischen Misere entkommen kannst, der wir uns hier gegenüber sehen, dann lade ich dich ein zu unserem Schweizer Taschenmesser für dein Plan B-Seminar, das wir regelmäßig in Zürich veranstalten. Neben Daniel Taborek und mir ist auch wieder Herr Generalaußerdiensten Erich Warth dabei. Er wird uns sehr detaillierte Erkenntnisse zur geopolitischen Situation weltweit zukommen lassen, hinter verschlossenen Türen. Unerlässlich, wenn du einen funktionierenden Plan B etablieren möchtest und dich damit beschäftigst, wo du genau diese Komponenten dieses Plan Bs in welchen Ländern etablieren willst. Und natürlich ist bei diesem Seminar auch das Thema Kontoeröffnung im Ausland extrem wichtig und wir werden darauf sehr detailliert eingehen und dir sagen, welcher unserer Meinung nach die besten Bankkonten sind. Weitere Details auf unserer Webseite, Link dazu in der Beschreibung zu diesem Video. Nun aber zurück zum eigentlichen Thema. Wir haben ja hier schon oft über das Thema Kontoeröffnung im Ausland gesprochen und ich habe dabei ja auch versucht zu erklären, warum der richtige Wohnsitz eigentlich für die Kontoeröffnung extrem wichtig ist. Und vor kurzem hatten wir hierfür wieder ein sehr gutes Beispiel, von dem ich dir heute erzählen möchte. Wie du vielleicht weißt, haben wir ein Office in Davao City in den Philippinen. Von dort aus betreuen wir Asien und eröffnen natürlich auch Konten nicht nur in Singapur, sondern zum Beispiel auch in Hongkong oder in den Philippinen. Die Philippinen zum Beispiel nehmen ja nicht am automatischen Informationsaustausch teil. Bei allen diesen Banken ist der richtige Wohnsitz absolut entscheidend. Das heißt, Banken geben dir in der Regel kein Konto, außer du hast einen Wohnsitz in einem Land, den die Bank akzeptiert. Und besonders schmerzhaft musste man das jetzt wieder erleben. Die DBS Bank in Singapur ist sicherlich eine der besten Banken in Singapur, sicherlich eine der besten Banken der Welt überhaupt. Eine Bank, wo du nur Kunde wirst, indem du dort eine sechsstellige Summe deponierst. Sie hat jetzt entschieden, dass sie keine Konten mehr eröffnen wird für Kunden, die in der Europäischen Union wohnen. Nun, das ist jetzt nicht unbedingt eine ganz neue Sache. Schon seit längerer Zeit steht auf der Webseite der DBS, dass man Kunden aus der EU nicht mehr akzeptiert. Aber bisher gab es dort so immer Wege drumherum. Wir haben dort immer Wege für unsere Mandanten gefunden, dort Konten zu eröffnen. Aber jetzt seit kurzem gibt es eine harte Sperre. Keine Kontoeröffnung mehr, wenn du in der EU wohnst. Und warum ist das so? Ist das so, dass die Bank mit den Kunden in der EU schlechte Erfahrungen gemacht hat? Nein, das ist überhaupt nicht der Grund, sondern der Grund ist im Grunde genommen die überhandnehmende Regulierung in der Europäischen Union. Daran will sich die DBS Bank nicht halten. Sie möchte sich dadurch nicht einschränken lassen. Wir reden ja ständig über die Regulierungswut der EU. Wir reden über die AMLA-Behörde. Wir reden über die Anti-Money-Laundering-Direktiven der EU. Aber hier geht es jetzt spezifisch natürlich um das Thema Anlegerschutz, um das Thema Kundenschutz. Die EU handhabt es sehr restriktiv, in welche Anlagen du investieren darfst. Und dem möchte sich die DBS Bank nicht beugen. Wenn du Banken in Singapur kennst, dann weißt du, dass die sehr innovative Anlageprodukte haben. Während die Schweiz ein bisschen altbacken ist diesbezüglich, und das ist ein wichtiger Kontrast zwischen Schweiz und Singapur, ist man dort hinsichtlich Trading-Plattformen, auch was die Verwendung von KI betrifft, in Singapur ziemlich innovativ. Das widerspricht der EU-Gesetzgebung. Und anstatt, dass sich jetzt die DBS der EU beugt und sagt, okay, wir limitieren den Zugang für EU-Kunden zu solchen Anlageprodukten, das ist das, was man bisher gemacht hat, hat sich jetzt die Bank schlicht und ergreifend entschieden, das wird uns alles viel zu kompliziert. Kunden aus anderen Ländern rennen uns sowieso die Bude ein. Wir brauchen diese EU-Kunden nicht. Deswegen machen wir jetzt einfach mal Tabula Rasa. Keine Kunden mehr in der EU. Nun, de facto sind das Kapitalverkehrskontrollen. Dessen müssen wir uns ganz bewusst sein. Das sind weiche Kapitalverkehrskontrollen. Das heißt, die Europäische Union steuert damit im Grunde genommen Kapital. Sie verhindert, dass du dein Kapital außerhalb der EU anlegst, zum Beispiel in Singapur, indem sie die Regulierungslatte so hoch hält, dass im Grunde genommen den Banken nichts anderes übrig bleibt, als die Geschäftsbeziehung einzustellen. Das Beispiel mit Singapur ist jetzt nur eins von vielen Beispielen. Wir öffnen ja zum Beispiel auch Konten in Serbien. Auch in Serbien gibt es immer wieder Probleme, zum Beispiel aus der EU Konto auf dieses serbische Konto zu überweisen. Auch hier eine Art von Kapitalverkehrskontrollen, also die europäischen Banken machen es extrem schwierig, unter bestimmten Voraussetzungen nach Serbien Geld zu überweisen. Aus meiner Sicht hat das Ganze natürlich System. Das wird nicht groß an die Glocke gehängt. Da gibt es nicht wirklich Gesetze, sondern da gibt es Bürokraten in Brüssel bei der Europäischen Kommission, die einfach solche Regeln aufstellen. Von denen kriegst du gar nichts mit. Davon sind alle EU-Bürger betroffen.
betroffen. Und wie gesagt, meiner Meinung nach ist das Ziel der EU, dass man möglichst viel Kapital in der EU behält, bei EU-Banken behält. Und wenn du mit den Themen vertraut bist, über die wir hier auf diesem Kanal sprechen, dann kannst du dir sicherlich auch denken, warum das so ist. Also Vermögensteuer, Vermögenszugriff, möglicherweise mal irgendwann ein Vermögensregister, Informationsaustausch, Transparenzregister, AMLA, Europäisches Kontenregister und insbesondere das letzte, das Europäische Kontenregister, wo ja jede Ermittlungsbehörde dann Zugriff auf jedes Konto in der EU hat über eine zentrale Plattform, ist meiner Meinung nach das, was dahinter steht. Denn Konten außerhalb der EU sind ja dann für die EU-Beamten nicht mehr einzusehen. Und es ist ja klar, dass jetzt im Hinblick auf dieses europäische Kontenregister möglichst viele Mandanten versuchen, Konten außerhalb der EU zu eröffnen. Das ist jedenfalls die Entwicklung, die wir sehen. Wer will schon, dass jede Ermittlungsbehörde in der EU hier einfach zentral über die Eingabe deines Namens und dein Geburtsdatum sehen kann, welche Konten du in den letzten 5 Jahren in der EU hattest und dann im Grunde genommen deine gesamten Kontoauszüge der letzten 5 Jahre hier anschauen kann. Also die gleichen Rechte, die das Finanzamt momentan bei deutschen Konten hat, das wird jetzt automatisiert dann EU-weit möglich sein. Und übrigens, Konten von Liechtenstein sind davon ebenfalls betroffen. Und ich hatte es ja auch schon in anderen Videos gesagt, manche Banker in der Schweiz befürchten, dass über die Annahme der bilateralen Verträge 3, über die ja in einigen Jahren abgestimmt wird in der Schweiz dann genau das Gleiche blüht. Und dass die Schweizer Banken jetzt ihre Unabhängigkeit verlieren und sich letztlich diesem System in der EU beugen müssen. Kein Wunder also, dass sehr viele Kunden versuchen, Konten außerhalb dieses Systems zu eröffnen. Und Singapur ist natürlich einer der besten Standorte weltweit, genau um dort ein Konto dann zu bekommen. Und daher meine Vermutung, dass es jetzt besonders starke Anstrengungen bei der EU gibt, genau diese Bewegung zu vermeiden, diesen Abfluss von Kapital zu vermeiden. Wie gesagt, das ist jetzt Spekulation. Ich habe dazu keine Belege, aber es ist meine Vermutung. Erscheint mir logisch zu sein, wenn wir uns die Entwicklung anschauen. Und wenn wir uns vergegenwärtigen, zu welchem Überwachungsstaat eigentlich die EU immer mehr wird, da kann es nicht im Interesse der EU sein, der Behörden sein, dass du dein Geld, dass du dein Vermögen außerhalb der EU hast. Und daher, meiner Meinung nach, wird es immer wichtiger werden, vor allen Dingen, wenn du wirklich Interesse daran hast, dein Vermögen außerhalb der EU zu konzentrieren, dass du einen entsprechenden Wohnsitz außerhalb der EU hast, möglicherweise mehrere Wohnsitze. Und ich weiß, das klingt vielleicht jetzt etwas verrückt und überrissen, damit du genau eine solche Vermögensstruktur etablieren kannst. Mandanten zum Beispiel, die einen Wohnsitz auf den Philippinen haben und die dann mit diesem philippinischen Wohnsitz ein Konto bei der DBS eröffnen, haben ja überhaupt kein Problem. Selbst wenn sie deutsche Staatsbürger sind, ist das völlig problemlos möglich, weil der Wohnsitz eben in den Philippinen ist. Was ich vorhin gesagt habe mit der Weigerung der DBS, Konten zu eröffnen, da geht es ja um EU-Bürger, die ihren Wohnsitz in der EU haben. Es geht nicht um EU-Bürger. Es geht da rein um die Wohnsitzfragen. Wenn du also als EU-Bürger einen Wohnsitz außerhalb der EU hast, dann bist du davon nicht betroffen. Nun, man muss ehrlich sein, es geht natürlich jetzt auch nicht wirklich jeder Wohnsitz. Also die Banken sind natürlich dort schon ziemlich wählerisch. Auch dazu hatte ich ja schon Videos gemacht. Es gibt schwarze Listen und graue Listen. Dann hat die Bank ihre eigenen Listen. Also das hängt von Bank zu Bank ab, aber mit den Banken in Singapur oder auch mit den Banken in Hongkong, auch dort eröffnen wir Konten für dich übrigens in Hongkong und in Singapur. Details auf unserer Webseite. Ich packe nochmal den Link hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Für beide Standorte funktionieren die Philippinen sehr gut. Die Philippinen nehmen auch nicht am automatischen Informationsaustausch nach OECD-CAS teil. Auch das ist ein zusätzlicher Vorteil. Ganz davon abgesehen natürlich, dass es relativ günstig ist, in den Philippinen einen Wohnsitz zu etablieren. Auch das machen wir seit langem für viele Mandanten. Hier würde ich dem dringend eine Multi-Standort-Strategie empfehlen. Also, ich hatte ja gesagt, Wohnsitz in den Philippinen, Bank in Singapur. Eine ähnliche interessante Kombi ist zum Beispiel Wohnsitz in Serbien, Konto in Georgien. Sicherlich, wenn du einen Wohnsitz in Singapur hast, dann wirst du auch sehr einfach ein Konto in Singapur bekommen. Das ist ja völlig klar. Aber einen Wohnsitz in Singapur zu etablieren, ist natürlich sehr teuer und ist ziemlich kompliziert. Man muss im Grunde zu den besten Kombinationen Gedanken machen. Serbien, Philippinen eben deswegen gut, weil es dort keinen automatischen Informationsaustausch gibt. Aber natürlich auch, wenn dein Wohnsitz sowieso in einem Land ist, wo es ohnehin keine hohen Steuern gibt, dann ist das ebenfalls gut, selbst wenn es den Informationsaustausch gibt. Also man soll das Thema Informationsaustausch aus meiner Sicht auch nicht überbewerten. Ein klassisches Beispiel sind natürlich auch die USA. Auch dort sind Kontoeröffnungen sehr interessant. Wir haben ja hier schon oft darüber gesprochen. Du baust ja letztlich eine komplette neue finanzielle Identität auf. Du baust Bonität in den USA auf. Dort allerdings interessanterweise nimmst du nicht einen ausländischen Wohnsitz, sondern du würdest im Grunde
Grunde genommen über eine Wohnadresse in den USA und eine amerikanische Steuernummer dich gegenüber der Bank ausweisen. Und das ist in den USA das beste Setup. Aber auch hier im Grunde hast du ein System, einen Wohnsitz zu haben, spezifisch letztlich für das Banking. So, ich hatte es ja vorhin schon gesagt, vielen mag das jetzt hier komplett übertrieben erscheinen, jetzt nur wegen Konto, nur wegen Bankverbindung einen solchen Aufwand zu machen. Und ja, also sicherlich, das klingt erstmal ziemlich übertrieben, aber wenn du tief in der Materie drin steckst und eben schon viele Konten eröffnet hast, dann weißt du eigentlich, dass das der einzige Weg ist, um dich hier so aufzustellen, dass du dein Vermögen im Grunde genommen ideal international diversifizieren und dann auch tatsächlich schützen kannst. Und dass du dieses Verständnis entwickelst, das ist im Grunde genommen etwas, das sehr wichtig ist. Das macht es natürlich alles etwas komplizierter, das macht es natürlich auch alles etwas teurer. Das ist leider etwas, meiner Meinung nach, das man akzeptieren muss. Man muss leider heutzutage einen gewissen Aufwand treiben, was damit zusammenhängt, dass eben die Regulierung es einem immer schwerer macht, sein Kapital frei bewegen zu können. Ich könnte jetzt noch andere Beispiele für solche soften Kapitalverkehrskontrollen nennen. Denken wir zum Beispiel an Themen wie die Wegzugsteuer, denken wir aber auch an Themen wie Sanktionen. Ich darf in meinem Geld nicht mehr machen, was ich möchte, sondern ich darf es nur noch so bewegen, wie es mir meine Regierung erlaubt. Auf ein solches System bewegen wir uns im Grunde genommen zu und das wird meiner Meinung nach immer schlimmer werden. Staaten wie Serbien, die jetzt nicht konform gehen, werden bestraft. Du kannst keine Konten mehr in Staaten wie Singapur eröffnen. Die nächste Stufe wird natürlich dann die Verknüpfung von Konten mit der digitalen ID sein. Also dieses ganze Kontrollnetz wird immer enger gezogen und es macht überhaupt keinen Sinn, hier gegen den Strom zu schwimmen. Du musst dir eine Strategie überlegen, wie du bestehende legale Schlupflöcher nutzen kannst, wie du dich zum Beispiel über Wohnsitze so aufstellen kannst, dass du möglichst wenig von den genannten Regulierungen betroffen bist. Du musst die richtigen Banken kennen, du musst die richtigen Länder kennen und genau natürlich auch die richtigen Kombinationen, damit das Ganze dann funktioniert. Und eben, wie gesagt, leider muss man auch ein bisschen Aufwand machen. Einfach irgendeine Briefkastenadresse zum Beispiel funktioniert tatsächlich nicht mehr, in vielen Fällen wenigstens nicht. Da braucht man schon die üblichen Nachweise, Steuernummer, Strom, Gas, Wasserrechnung etc., damit das Ganze dann auch wirklich belastbar ist und funktioniert. Also in diesem Sinne, wenn auch du dich mit solchen Themen beschäftigst, dann würde ich dich natürlich gerne bei einem unserer Seminare begrüßen oder auch ein Beratungsgespräch mit dir führen. Details dazu in der Beschreibung dieses Videos. Ich habe Deutschland und die EU vor 25 Jahren verlassen. Ich habe es nie bereut, keinen einzigen Tag und ich denke, du wirst es auch nicht tun. Ich würde mich freuen, dich auf diesem Weg begleiten zu können. Seit 20 Jahren helfen mir Mandanten dabei auszuwandern, sich steueroptimiert aufzustellen, ihr Vermögen zu diversifizieren, Konten weltweit zu eröffnen, zweite Staatsbürgerschaften zu erlangen. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.